Walnüsse sind super gesund und Ernährungswissenschaftler empfehlen den regelmäßigen Verzehr von Walnüssen. Es ist die Kombination aus gesunden Fetten, komplexen Kohlenhydraten und einem hohen Eiweißanteil, die unseren Körper mit essentiellen Nährstoffen versorgt. Selbst zum Abnehmen sind Walnüsse geeignet. Damit das Abnehmen mit Walnüssen aber klappt, musst du unbedingt mehrere Dinge beachten. Ansonsten wird der Verzehr von Walnüssen zur Gewichtszunahme führen und du wirst deinen Traumkörper weiter entfernt sein, als dir lieb ist. Bleibe unbedingt bis zum Ende dran, damit du keine Fehler verpasst. Viel Spaß! Fehler Nummer 1: Du isst zu viele Walnüsse. Überall hört man Sätze wie Walnüsse sind gesund, iss Walnüsse für einen gesunden Körper oder die Walnussdiät. Walnüsse sind in der Tat sehr gesund. Sie haben eine erhebliche Nährstoffdichte und schon eine kleine Menge kann unseren Körper mit vielen wertvollen Nährstoffen versorgen, die wir essentiell benötigen. Die hohe Nährstoffdichte sorgt gleichzeitig für eine hohe Dichte an Kalorien. 100 Gramm Walnüsse enthalten 654 Gramm Kilokalorien. Im Vergleich, ein Snickers-Riegel enthält auf 100 Gramm 488 Kalorien und damit deutlich weniger. Ist aber natürlich auch nicht so gesund. Der häufigste Fehler beim Verzehr von Walnüssen ist, dass zu viele Walnüsse gegessen werden. Walnüsse sind zwar super gesund, aber auch sehr kalorienhaltig. Belasse es bei einer moderaten Menge von 1 bis 2 Händen pro Tag. Ansonsten nimmst du zu viele Kalorien zu dir. Nimmst du mehr Kalorien auf, als was du verbrauchst, speichert der Körper die überschüssige Energie in der Form von Fettreserven. Man nimmt zu. Fehler Nummer 2: Du knackst die Walnüsse nicht selbst. Das Knacken von Walnüssen ist für die einen nervig, für die anderen eine entspannende Tätigkeit, um sich zu besinnen und vom stressigen Alltag abzuschalten. Egal zu welcher Kategorie du gehörst, ich empfehle dir, die Walnüsse selber zu knacken. Und zwar immer nur genau die Menge, die du auch wirklich essen möchtest. Beim Knacken der Walnüsse werden zum einen kognitive Fähigkeiten trainiert, zum anderen werden gleichzeitig Alltagsmuskeln beansprucht. Für seinen Zwischensnack etwas tun zu müssen, anstatt schnell in die Tüte zu greifen und schon eine Handvoll Walnüsse in der Hand zu halten, macht uns gleich das Thema Ernährung viel bewusster. Weiterhin werden beim Knacken der Nüsse und Sortieren der essbaren und nicht essbaren Teile Kalorien verbrannt, die so beim Griff in die Tüte nicht verbrannt worden wären. Auch wenn es nicht die Welt ist, Kleinvieh macht auch Mist. Fehler Nummer 3: Du isst Walnüsse zusätzlich. Walnüsse zusätzlich zu der üblichen Nahrung zu konsumieren, ist der falsche Weg, um abzunehmen. Die zusätzlich eingenommenen Nährstoffe werden die Gesundheit zwar fördern, aber auch gleichzeitig zu einem Kalorienüberschuss führen. Besser ist es, einen Teil der Ernährung durch Walnüsse zu ersetzen, anstatt sie zusätzlich zu essen. Nach dem Verzehr von einer moderaten Menge Walnüsse wird dein Hungergefühl nicht sofort verschwinden, weil der Magen aufgrund des geringen Volumens nicht stark gefüllt ist. Wartest du aber einige Zeit, wird trotzdem ein lang anhaltender Sättigungseffekt eintreten. Gebe den Walnüssen also etwas Zeit, um ihre Wirkung voll zu entfalten. Fehler Nummer 4: Die restliche Ernährung ist unausgewogen. Jeden Tag eine Handvoll Nüsse wegputzen, das soll gesund sein. Die restliche Ernährung dann aber zu vernachlässigen, weil man schon die hochwertigen und nährstoffreichen Walnüsse gegessen hat, ist definitiv der falsche Weg. So hoch konzentriert und wertvoll die Nährwerte der Walnuss auch sein mögen, allein eine Handvoll Walnüsse wird eine sonst unausgewogene Ernährung nicht wettmachen können. Achte daher neben dem Konsum von Walnüssen auch auf eine ausgewogene Ernährung basierend auf einer ausreichenden Flüssigkeitszufuhr, Obst und Gemüse, komplexen Kohlenhydraten und Eiweiß. Viele Tipps zu einer ausgewogenen Ernährung erhältst du kostenlos und regelmäßig. Das Einzige, was du tun musst, ist nur, diesen Kanal zu abonnieren. Kommen wir zu Fehler Nummer 5: Unreife Walnüsse essen. Walnüsse können unter bestimmten Umständen sogar giftig sein. Im Herbst ist die Walnusssaison und es gibt viele Möglichkeiten, Walnüsse selber zu sammeln. Ein Walnussbaum ist natürlich auch eine imposante Erscheinung im Wald. Walnussbäume werden bis zu 25 Meter hoch und tragen in etwa 150 Kilogramm Nüsse. Walnusssammler aufgepasst!
Walnüsse dürfen unbedingt nur im reifen Zustand gegessen werden. Die Walnuss kann sonst giftig sein. Man erkennt eine reife Walnuss an einer grün-braunen Verfärbung sowie einer aufgeplatzten, schrumpelig-rissigen Außenhülle. Normalerweise fallen Walnüsse erst vom Baum, wenn sie reif sind. Stürme oder Wetterumschwünge können allerdings auch unreife Nüsse auf den Boden werfen. Wird die Walnuss unreif gegessen, kann dies zu Übelkeit, Erbrechen und Durchfall führen. Fehler Nummer 6. Walnussschokolade zum Abnehmen. Walnüsse in moderater Menge zum Abnehmen ja, Schokolade zum Abnehmen nein. Wer Walnüsse regelmäßig in Kombination mit Süßigkeiten und anderen kalorienhaltigen Leckereien isst, gewöhnt sich an diese Kombination. Diese Gewöhnung kann unter Umständen dazu führen, dass beim Verzehr von Walnüssen durch den Körper aus Gewohnheit der Appetit auf Schokolade oder andere Leckereien geweckt wird. Und genau dies wollen wir durch den Verzehr von Walnüssen ja verhindern. Heißhungerattacken, bei denen ungesunder Schleckerkram gegessen wird. Beachtest du die häufigsten Fehler im Zusammenhang mit dem Walnusskonsum, wirst du von den vielen positiven Effekten auf den menschlichen Körper profitieren können. Welche Effekte das sind, erkläre ich dir in dem hier links eingeblendeten Video. Kennst du noch weitere Abnehmfehler im Zusammenhang mit der Walnuss? Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Körperglück. Finde dein Körperglück.